Grüß euch. Ja, wir sind mal wieder am Bus dran. Ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Wir waren unterwegs und haben andere Sachen zu tun gehabt. Aber jetzt haben wir endlich mal wieder die Musik gefunden und versuchen unser Glück. Ja, ist schon eine Zeit lang her, dass wir dran waren. Jetzt müssen wir erstmal rausfinden, wo sind wir stehen geblieben, was kommt als nächstes. Aber wir denken jetzt mal, dass wir hier weitermachen mit dem Schließblech. Da haben wir hier schon das neue Einschweißblech und dann im Anschluss dran kommt der äußere Radlauf dran. Um da ansetzen zu können, muss jetzt erstmal das Rad weg und die Tür wieder raus. Also man sieht hier, das Originalblech hat hier unten schon ein großes schönes Loch und das ist dann im Nachhinein einfach mal drüber geschweißt worden, das zu ist. Also machen wir da jetzt zwei Bleche weg, dass wir dann unser neues Original hinmachen können. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. We gave it all we had, it's time to say bye, baby, bye. I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine. So let's call it a night, and that's why I wish you the best and say goodbye. We start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. Wir haben jetzt hier mal den äußeren Radlauf angepasst. Wie man sieht, waren wir da ein bisschen eifrig mit dem Wegschneiden. Also es ist einfacher oder besser auf jeden Fall,
wenn man immer nur stücklisweise das Blech wegnimmt und immer wieder hinhält. Ja, wir haben eine relativ große Lücke. Wir hoffen mal, dass man das irgendwie zugeschweißt kriegt. Probieren wir einfach mal aus, ob es klappt. Wir hoffen auf jeden Fall mal. Wir hatten ursprünglich ja vorgehabt, zuerst das Schließblech einzubauen und dann erst den Außenschweller oder den äußeren Radlauf. Nach ein paar Überlegungen sind wir aber drauf gekommen, dass es wahrscheinlich sinnvoller ist, zuerst das Äußere anzupassen und dann erst das Innere reinzumachen, weil hier außen soll es ja eigentlich schön ausschauen, das da unten verschwindet dann eh hinterm Rad. Wir haben den Schweller hier unten hier gekappt und nicht hier irgendwo in der Kurve, weil der äußere Radlauf hatte eben diese Kurve schon dabei und wir haben uns gedacht, wir nutzen das komplette fertige Teil und machen einfach hier einen geraden Schnitt. Sollte einfacher sein zum Anpassen, als wenn man das hier in der Mitte macht. Wir bohren uns jetzt hier die Schweißpunktlöcher vor und dann heften wir das an, schauen nochmal die Passform an, hoffen es wird nicht noch schlimmer als hier oben eh schon und dann schweißen wir das Teil mal rein. Kurzes Update zu unserem kleinen Problemfall Riesenspalte. Also wie man sieht, hier drüben kriegt man es doch irgendwie hin, die Brücke zu bauen. Aber hier vorne keine Chance, also jedenfalls nicht mit meinen Fähigkeiten. Von dem her nehmen wir jetzt das Stück, was wir damals abgeschnitten haben schon ein bisschen angezeichnet und versuchen da jetzt eben so ein kleines Teil rauszuschneiden und das hier irgendwie rein zu friemeln. Wünscht uns Glück. Also es ist uns jetzt wirklich geglückt, hier so einen ganz kleinen Streifen, weiß nicht, ob man erkennen kann, rauszuschneiden, einigermaßen anzupassen. Wir haben jetzt einen Magneten genommen, dieses kleine Teil da dran gehängt und dann da reingepasst, weil wir können es ja nicht mit irgendwelchen Zangen fixieren. Es gibt extra so Schweißmagneten mit rechten Winkel und allem drum und dran, haben wir natürlich nicht, aber der tut es auch sehr, sehr gut. Wir versuchen das jetzt reinzuschweißen, ohne dass es nach innen reinfällt, aber wir sind ganz guter Dinge. So, das Blech ist jetzt drin. Wir haben die Schweißpunkte, wie ihr gesehen habt, nochmal runtergeschliffen. Dabei sind noch ein paar kleine Löchler auftaucht, die wir nochmal nachschweißen wollen. Die müssen wir dann natürlich auch wieder runterschleifen und die restlichen Unebenheiten machen wir dann am Schluss mit dem Spachtel. Und damit das Video jetzt auch nicht zu lang wird, geht es jetzt nur mal um den äußeren Radlauf. Der ist jetzt drin. Die Feinheiten hat Andi ja gerade schon gesagt, die zeigen wir euch jetzt nicht mehr. Wir sind aber echt froh, dass er jetzt drin ist. Und ich finde auch, das hast du super gemacht. Danke. Und ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Das nächste Mal zeigen wir euch dann, wie wir am Anfang vom Video gesagt haben, wie das mit dem Schließblech ist, weil ich glaube, da brauchen wir auch noch ein bisschen länger, wie wir uns eigentlich gedacht haben. Und ist auch ein eigenes Video wert wahrscheinlich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gern einen Daumen hoch da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao. Ciao.